Mahlzeit, herzlich willkommen beim Rugby Video Magazin in einem neuen Video unsererseits. Und heute nehmen wir euch mit durch die VDFU CONEX 2025 in München. Und wir sind jetzt in München, wir sind aber noch nicht direkt bei der CONEX. Der VDFU ist der Verband Deutscher Freizeitunternehmen und das ist die Freizeitwirtschaft in Deutschland gebündelt als großer Verband, wo jetzt nicht nur Freizeitparks drin sind, sondern ganz, ganz viele Freizeitunternehmen und Freizeitwirtschaftsbetriebe in Deutschland. Und wir sind jetzt hier im Cavaluna in München und wir haben jetzt gerade die VDFU-Mitgliederversammlung gehabt. Die ist jetzt nicht so unbedingt groß relevant für euch und ist halt ein Verband, Mitgliederversammlung, e.V. muss man immer machen. Und jetzt gab es einen kleinen Sektempfang und gleich gibt es noch viel, viel mehr Programm hier. Wir nehmen euch jetzt erstmal mit in ein paar Impressionen, denn wir sind beim Vorabend der CONEX und es gibt ein Come-Together fürs Netzwerken und Austauschen, so dass alle Mitglieder, die dann teilnehmen wollen, auch dann die Möglichkeit haben, den Abend vorher schon sich miteinander auszutauschen. Und das seht ihr jetzt in ein paar Impressionen. Vielleicht melden wir uns noch mal. Und die gebündelte VDFU CONEX gibt es jetzt gleich im Video. So, ihr habt gesehen, was letzten Abend passiert ist und vielleicht auch nicht alles. Und die Sonne ist wieder aufgegangen über München. Das Wetter ist wunderbar und wir stehen vor der Motor World hier in München. Und hier startet jetzt die VDFU CONEX 2025 mit der Opening Ceremony. Zum zweiten Mal bei der VDFU CONEX 2025 hier in München. Für mich auch als Bayer eine persönliche Herzensangelegenheit. Den Verbandspräsidenten des VDFU, Friedhelm Freiherr von Landsberg, fehlen. Und jetzt möchte ich einen Riesenapplaus. Der Mann ist mein Chef. Ein besonderer Gruß geht an Hakon Lund. Herzlich willkommen. We're very grateful. Thank you for having you, Hakon Lund, Chairman IAPA EMEA. Thank you. Thank you. Thank you. I know my Norwegian German teacher, he would have loved me to have this speech in German. But looking back at my grades that time, we'll keep it in English, just so you said that. So, Minister, geehrte Gäste, VDFU, liebe Freunde und Kollegen. Frau Michaela, Staatsministerin Michaela Kaniber.
Bayern ist einfach großartiger. Deswegen herzlich willkommen in Bayern, in München, in unserer Herzensstadt. Und ich wünsche an dieser Stelle alles Gute auch für diesen heutigen Kongress. Freizeitparks, ja, geben genau die Grundlage, jungen, aber auch älteren Menschen einen Tag der Unbeschwertheit zu schenken, raus aus dem Alltag. Und deswegen sage ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sind verliebt ins Detail, Sie sind verliebt in das, dass nämlich andere Menschen glücklich sind. Und deswegen gehören Sie zu einer der wichtigsten Branchen in unserem Land. Danke, dass es Sie gibt, und ich wünsche Ihnen viel Kraft für die weiteren Wochen, Monate und Jahre. Ich wünsche Ihnen für die Tagung von ganzem Herzen viel Erfolg, bestes Netzwerken und möglichst erfolgreichen bayerischen Boden, egal welchen Geschäftsabschluss Sie tätigen oder welche Innovation Sie annehmen. Denken Sie dran, sie kommt aus Bayern. Alles Gute, gottesreichen Segen und viel Erfolg. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Jetzt kommt nämlich der Arbeitsteil. Diejenigen von Ihnen, die regelmäßig beim VDFU einschalten, die wissen schon, was kommt. 2, 1. Die Motor World München ist übrigens auch schon für sich eine Attraktion, und ihr könnt euch hier sehr, sehr viele motorisierte Fahrzeuge angucken, und die teilweise wirklich schick sind. Ob es jetzt die großen, teuren Sportwagen sind oder ein paar Klassiker, alles ist dabei, und das solltet ihr euch auf jeden Fall hier mal angucken. Gefällt uns beiden auf jeden Fall schon sehr gut. So, wir haben gestartet erstmal nicht mit dem Showfloor, sondern es gibt auch im Rahmen der VDFU ConEx verschiedenste Workshops, die man besuchen kann, und wir haben auch einen besucht, und zwar hat der Polizeidirektor vom Polizeipräsidium München etwas über Sicherheit in Freizeiteinrichtungen berichtet. Natürlich ist es jetzt nicht 1:1 auf klassische Freizeiteinrichtungen zu übernehmen gewesen, denn als Beispiel wurde das Oktoberfest hier in München genommen, was ja das größte Volksfest der Welt ist, aber sehr, sehr spannend, was für die Sicherheit von euch und uns allen getan wird, damit man solche Events, solche Großveranstaltungen, solche Feste oder auch Freizeiteinrichtungen besuchen kann. Und das war ein sehr spannender Einblick, und wirklich, was alles dahinter steht und was für eine Manpower es dahinter gibt, hat mich wirklich gerade sehr beeindruckt. Sehr spannend, interessant, also hat es schon mal gelohnt, einen von diesen Workshops zu besuchen. Eine weitere Themenwerkstatt, die wir jetzt besucht haben, war zum Thema Social Media und KI-Unterstützung. Super spannend, sehr interessant. Wir haben das Tool, was vorgestellt wurde, Viral Spoon, auch schon mal getestet. Und die Fragen waren auf jeden Fall noch nicht sehr kritisch, aber auch man weiß gar nicht so genau, wo die Reise hingehen soll. Und ich sage mal so, bevor die Frage aufkommt, ich habe keine Angst, durch KI ersetzt zu werden. Aber es gibt ganz viele Stellen, wo man das wirklich schlau einsetzen kann, um effizienter zu arbeiten. Und vor allem bei Viral Spoon hatten wir jetzt das Gefühl, bei dem, was wir getestet haben, dass das mega gut funktioniert. Ihr habt aber übrigens bei uns nichts davon jemals irgendwie gesehen an Beiträgen. Aber das auch noch zu der Themenwerkstatt, die wir uns jetzt gerade angeguckt haben. Auch sehr wichtig bei der VDFU ConEx 2025 in München ist natürlich der Showfloor, wo die ganzen Aussteller sich befinden. Bevor wir euch jetzt individuell alle Aussteller hier vorstellen oder kleine einzelne Interviews machen, haben wir gedacht, gibt es ein paar Impressionen vom Showfloor und von den Ständen und was hier so los ist und wie das Ganze so aussieht. You got me feeling good, right about your side. Lost in every move, riding down your smile. Baby, hold me tight, let me trace your lies. Keep it low, cause you dropping it down. We gon' boogie to the sundown, no. Baby girl, you look so fine, fine, fine. 아무 생각 없이 can't we tune it out. Show you all I know, let me ease your mind. Can I? By 6:08, give me no
switch it up inside out, and I give all that you want. Let me make you say left, right, up and down. Let's fall in love, backtrack and do it over. Do it over. Let me make you say left, right, up and down. Let's do it all night, we're never getting sober. Never getting sober. Know you want me feeling you right on top of mine. Lost in every groove, holding down your spine. Baby, hold me tight, we gon' be alright. Keep it low, cause you dropping it down. We gon' boogie to the sundown, oh. Baby girl, you look so fine, fine, fine. 아무 생각 없이 can't wait to tune it out. Show you all I know, let me ease your mind. Can I? Give me another minute of your time. We'll turn it upside. Wir sind jetzt mit dem Hauptteil der VDFU Connex durch. By the way, ich glaube, das muss man noch mal deutlich machen. Das Ganze ist keine Messe, sondern ein Fachforum. Und deswegen gibt es ja auch dann die verschiedensten Vorträge und die Aussteller dazu. Die nehmen sehr viel Raum und Platz ein, sind aber nicht der Hauptteil, sondern wirklich das Fachforum, der Austausch und die Weiterbildung im Bereich der Freizeitwirtschaft. Aber wer viel arbeitet, darf sich auch mal was gönnen, und es gibt noch eine weitere Abendveranstaltung und vor allem auch zum Netzwerken und weiterem Austauschen. Und da seht ihr jetzt auch noch ein paar anschließende Bilder. Die VDFU Connex 2025 in München ist ja ein Fachforum, und dann mit dem Marketplace, wo man zum Beispiel die ganzen Hersteller sich angucken konnte und informieren konnte, was die denn so machen. Dann die Themenwerkstätten mit dem Austausch und den ganzen Learnings. Und jetzt sind wir noch mal einen Tag weiter, und es gibt noch Education-Touren, und verschiedene Freizeiteinrichtungen hier im Raum München öffnen ihre Türen für VDFU-Mitglieder und zeigen, was die hier so machen. Wir sind in der Bavaria Filmstadt heute und gucken uns an, wie das hier läuft. Wir waren noch nie hier. Ich finde das jetzt schon super beeindruckend mit diesen ganzen Studios und was hier so ausgeschildert ist. Aber mehr Impressionen gibt's jetzt. Eine der Szenen ist auch schon relativ auffällig, wenn ihr einmal nach oben schaut. Das ist nämlich die Decke. In den wenigsten Filmen oder Serien wird auch die Decke mitgebaut. Hier war es jetzt notwendig, weil der Hauptdarsteller, der Ian Ryan, der kam für einen Stunt hier aus der Decke gesprungen, um dann hier... den E.T.-Counter an. Es ist natürlich nicht E.T. Nein, oh und es bin auch nicht ich, wenn ich nicht geschlafen habe oder so. Ich hab's doch genau gemerkt.
Wir sind durch mit unserer super spannenden Führung durch die Bavaria Filmstadt und wir haben halt einen großen Teil von dem, was ihr auch hier machen könnt, aber wir haben auch ein paar Blicke in Studios und auch ins Art Department werfen dürfen. Und kommt hier auf jeden Fall rum, super spannend, faszinierend, was alles hier so gedreht wurde und es ist wirklich sehr cool inszeniert. Es ist was zum Mitmachen dabei und es ist einfach ziemlich unterhaltsam. Hat uns sehr gut gefallen und damit auch, ja, der Abschluss der VDFU ConX 2025 und wir sind komplett durch. Haben wieder viel gelernt, viele Leute wieder getroffen, viele Leute kennengelernt und uns super ausgetauscht. Das lohnt sich auf jeden Fall, hier mal vorbeizukommen.